Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich, denn ich habe mir einen Traum erfüllt, den ich schon seit dem Studium hatte. Ein Custom-Made Mikrofon. Ich bin Jonas Zellner, ich bin gelernter technischer Tonmeister und betreibe ein Podcast-Studio in der Nähe von Berlin. Und ich war schon immer fasziniert von Mikrofonen, die die Stars verwendet haben. Also früher zum Beispiel wollte ich immer ein Mikrofon haben, was Ariana Grande verwendet hat. Ist nie dazu gekommen und mittlerweile bin ich da jetzt auch nicht mehr so erpicht drauf, mir sowas zuzulegen. Aber ich fand das irgendwie immer interessant, wenn die Technik, die man hat oder verwendet, eine Art von Geschichte hat. Also irgendwie, ich hatte mal einen Mikrofonvorverstärker zum Beispiel, den hatten damals die Kaulitz-Brüder, also Tokyo Hotel, genutzt. Und das fand ich halt irgendwie besonders. Es hat jetzt nicht meinen Klang verbessert oder es hat jetzt nicht irgendwie wirklich einen Einfluss darauf gehabt, was ich produziere oder wie ich die Aufnahmen dann am Ende aufgenommen habe. Aber es hat schon irgendwie so einen Touch gehabt, dass ich mir immer dachte, boah, die haben damit aufgenommen. Cool, jetzt habe ich auch dasselbe Equipment oder ähnliches Equipment in anderen Fällen. Ich kann das auch und kann auch so coole Sachen aufnehmen wie die Künstlerin, der Künstler XYZ. Und jetzt ist es soweit. Ich habe mir von dem Shure SM7B, das wohl berühmteste Podcast-Mikrofon oder Broadcast-Mikrofon überhaupt, eine Custom-Anfertigung machen lassen. Das Ganze habe ich auch noch nicht gesehen, bin super aufgeregt, aber wer mich verfolgt, weiß, dass vor allem beim Namen Redbox Studios ich viel mit Rottönen arbeite. Das erste Custom-Mikrofon, was ich mir zugelegt hatte, war zum Beispiel von Gordon Schönwelder. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und Yellowtech, dem IXM. Auch einfach nur aus dem Grund, weil ich sowieso ein Fan bin von deren Mikrofone, die viel nutze. Dazu kommt auch noch mal ein Video. Und es logischerweise rot war. Und dann hat mich das Ganze so ein bisschen gehuckt. Und ich habe mal geschaut, Mensch, wo kann ich mir denn selber lackierte oder Custom-Mikrofone zulegen, die ich fürs Studio nutzen kann, für Außenaufnahmen nutzen kann. Und dann bin ich auf eine Webseite gestoßen, die Customware heißt. Das ist eine Firma in Amerika und die machen ganz viele verschiedene Sachen. Also Kopfhörer, Controller für Gaming-Konsolen, aber auch Mikrofone und damals aber noch kein richtiges Studiomikrofon. Und da habe ich die einfach mal gefragt, Mensch, habt ihr denn irgendwie mal vor, SM7Bs zu machen, also von Shure? Was würde das Ganze kosten? Wie viel müsste ich abnehmen, dass man das irgendwie möglich macht? Und dann meinten die, wart mal noch 2-3 Monate und dann ist das Ganze auch verfügbar. Wir sind da gerade in der Testphase. Und so war es dann. Ich habe ein bisschen gewartet und dann waren die ganzen so erhältlich. Und deswegen packen wir das jetzt mal das schöne Teil aus und gucken uns das gemeinsam an, was ich denn gemacht habe. Ich bin mir relativ sicher, dass ihr euch die Farbe schon denken könnt. Aber generell kommt das in einer Verpackung wie bei dem normalen SM7B. Allerdings ist hier nochmal so ein Sticker drauf und das Ganze ist versiegelt von Colorware. Genau. Und jetzt packen wir das Ganze mal aus. Also wie gesagt, grundsätzlich wird das also genauso ein Shure SM7B sein wie bei den normalen Mikrofonen, außer dass jetzt hier logischerweise dann auch schon geöffnet ist, weil die ja das Mikrofon verpacken mussten. So, also Unterlagen sind auch alle gleich. Sticker sind mit dabei, Bedienungsanleitung ist mit dabei. Aber jetzt kommt das Spannende, jetzt gucken wir uns mal das Mikrofon gemeinsam an. So, und da ist es. Ja, wie gesagt, ihr konntet euch das wahrscheinlich schon denken, aber es ist ein komplett rotes Shure SM7B geworden. Und es sieht wirklich sehr gut aus. Hier sind so ein paar Stellen drauf, das sind aber nur Krümel, die kann man wegmachen. Ja, das ist wirklich der Hammer. Also ich konnte mir die Farbe sozusagen aussuchen. Man kann das Mikrofon sich also komplett selber zusammenstellen. Die unterschiedlichen Komponenten können auch unterschiedliche Farben haben. Das muss nicht einheitlich sein. Und ich habe mir das aber natürlich komplett in Rot bestellt. Und jetzt kommt noch ein Gimmick, was ich mir dazu bestellt habe. Denn
das ist gar nicht so teuer, wie man denkt. Ich habe jetzt insgesamt, ich glaube, 50 € mehr bezahlt als ein neues Shure SM7B, was wir hier in Deutschland uns kaufen können. Oder ein bisschen mehr. Also das mit der Farbe hätte 450 € gekostet. Und ich habe dann aber noch ein Logo drauf machen lassen. Das hat dann nochmal 50 € gekostet. Also habe ich jetzt insgesamt 500 € bezahlt. Das ist schon natürlich ein bisschen mehr. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das sowas wert wäre. Aber ich finde das schon wirklich super toll, dadurch, dass ich da immer schon eine Faszination für hatte. Und jetzt können wir uns das Ganze mal angucken. Hier auf der Rückseite sieht man nämlich das Poddev-Logo. Das ist ja die Podcast-Agentur, mit der ich hochwertige Produktionen umsetze, also alles rund um Aufnahme, Nachbearbeitung und Veröffentlichung. Aber ich bin ja auf die Technik spezialisiert, also Aufnahme und Produktion. Und deswegen habe ich mir auch nicht nur ein Mikrofon bestellt, sondern insgesamt 6 Stück. Denn ich möchte in meinem Studio bis zu 6 Leute aufnehmen können. Am besten ist das immer, wenn das alles einheitlich ist, also mit dem gleichen Mikrofon. Und das Ganze eben auch jetzt in Rot bei allen Mikrofonen. Und ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen sprachlos. Ich bin sehr happy. Es sieht wirklich toll aus. Vor allem mit dem Logo hinten. Sehr gut gemacht. Also man sieht jetzt hier keine Stellen, die irgendwie unschön sind. Echt ein Hammer-Mikrofon. Sehr, sehr cool. Wenn ihr aber wissen wollt, wie ihr euer Shure SM7B anschließen könnt an den Computer und da ganz einfach mit Aufnahmen machen könnt, dann schaut unbedingt mal in das nächste Video rein. Da werde ich nämlich noch ein bisschen was dazu erzählen. Aber hier ist ja auch noch nicht Ende, denn davor hatte ich ja immer ein Shure SM7B in Schwarz mit einem roten Popschutz und dadurch können wir diesen schwarzen Popschutz, der hier mitgeliefert wird, der Popschutz wurde natürlich nicht farblich angepasst. Wäre natürlich cool gewesen, wenn man das direkt einheitlich auch noch drauf abstimmen könnte. Oh, jetzt sehe ich gerade, selbst unter dem Popschutz ist es rot. Das ist echt der Hammer. Also das sieht echt cool aus, dass auch so eine Detailarbeit gemacht wurde, die Parts, die man eventuell gar nicht sieht, trotzdem in Rot darzustellen, ist sehr cool. Und jetzt hole ich mal meinen passenden Popschutz hervor. Das heißt, ich lege das Mikrofon noch mal kurz weg und ich arbeite da mit Reporter Store. Reporter Store nutze ich schon eine ganze Weile für alle meine Windschutzsachen, für jedes Mikrofon. Also egal, ob es jetzt ein Yellowtech ist oder ein DPA-Mikrofon oder eben ein SM7B oder Neumann. Ich nutze die immer, weil die einfach einen guten Service haben und man da auch, wenn man es möchte, noch ein Logo drauf printen könnte. Das überlege ich mir auch gerade noch, aber muss man mal schauen. Ich habe das ja schon auf dem Mikrofon. Ich weiß jetzt nicht, ob das nochmal so einen Mehrwert bietet. Und leider ist das nicht ganz der Rotton vom Mikrofon. Es ist fast so ein bisschen mehr pink oder rosé, wenn man das so sagen kann. Aber genauso wie bei den anderen passt das natürlich super drauf. Und so sieht das Ganze jetzt komplett in Rot aus. Ich finde, sieht mega gut aus. Mir gefällt es auch besser als in Schwarz. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Design besser findet mit einem schwarzen Popschutz und einem roten Mikrofon oder mit einem roten Popschutz und roten Mikrofon. Wie gesagt, logischerweise, wenn es komplett derselbe Farbton wäre, das wäre der Oberhammer, aber man kann ja jetzt auch nicht zu viel verlangen. Vielleicht könnte ich da auch noch mal mit Reporter Store sprechen, ob die vielleicht einen anderen Rotton haben, der so ein bisschen kräftiger ist. Aber das soll es für heute sein. Ich bin echt happy, wenn ihr da irgendwie auch was bestellen wollt oder zu Reporter Store noch ein paar mehr Infos haben wollt. Ich packe euch die Links mal unten in die Videobeschreibung und dann könnt ihr einfach mal selber durchstöbern und bei Colorware könnt ihr auch das Mikrofon schon so konfigurieren, wie ihr es euch konfigurieren wollen würdet, bevor ihr es bestellt und einfach mal anschauen, Mensch, ist das was von der Optik her, wo es euch die, sagen wir mal, 70, 80 € mehr wert ist. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.